Was ist Business Process Management, kurz BPM? Wie kann man Businessprozesse beschreiben, digitalisieren und laufend verbessern? Typische Prozesse, deren Beschreibung, potenzielle Optimierung sowie die Herausforderungen, die dich auf diesem Weg erwarten. All das erfährst du in diesem Video. Hallo Freunde, ich bin Alexei vom Kanal Low Code Expert. Vielleicht hast du schon darüber nachgedacht, dass die Arbeit insbesondere in größeren Unternehmen von bestimmten Businessprozessen geprägt ist. Nehmen wir zum Beispiel einen einfachen Prozess, an dem wir wohl alle gerne teilnehmen, der Urlaubsantrag. Versuchen wir dabei, die Schritte zu beschreiben, die du als Mitarbeiter im Unternehmen machst. Du startest, indem du eine Vorlage bei der Personalabteilung anfragst. Du bekommst eine Word-Datei und füllst notwendige Informationen aus. Name, Vorname, Urlaubsdaten, gegebenenfalls Personalnummer, deinen Chef oder Chefin und das aktuelle Datum. Du druckst den Antrag aus und unterschreibst ihn. Dann leitest du den Antrag an deinen Vorgesetzten oder deine Vorgesetzte weiter, damit er geprüft wird. Gegebenenfalls wird über die angegebenen Daten diskutiert, der Antrag mehrfach angepasst, erneut ausgedruckt und von dir unterschrieben. Am Ende unterschreibt den Antrag auch dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte. Du bringst den Antrag zur Personalabteilung, wo geprüft wird, ob alles richtig erfasst wurde, dir genug verbleibende Urlaubstage zur Verfügung stehen oder gegebenenfalls andere zusätzliche Angaben benötigt werden. Dann bringst du den Antrag zur Finanzabteilung, damit dort aus finanzieller Sicht alles erfasst und zum Beispiel entschieden wird, ob und wie viel Urlaubsgeld eingesteuert wird. Danach gibst du den Antrag zur Archivierung an die zuständige Stelle weiter. Ab jetzt kannst du dich mit dem guten Gewissen, alles richtig gemacht zu haben, auf den wohlverdienten Urlaub freuen. Vielleicht denkst du jetzt, boah, bei uns ist das alles doch gar nicht so aufwendig. Glückwunsch! In deinem Unternehmen wurde wohl der Prozess bereits in irgendeiner Art und Weise optimiert und gegebenenfalls auch digitalisiert. Schreib unten in die Kommentare, wie es bei dir organisiert ist. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an. Eine Bestellanforderung. Du startest, indem du zum Beispiel ein neues Notebook bestellen willst. Als Abteilungsleiter weißt du, dass du bis zu einem Gesamtwert von 1000 € Bestellungen selbst auslösen darfst. Aber überschreitet der Einkaufswert diese Schwelle, brauchst du die Freigabe von Bereichsleiter. In diesem Fall fragst du diesen, ob das Notebook bestellt werden kann. Dafür erfragt er von der Finanzabteilung eine Bestellvorlage, ihr füllt sie gemeinsam aus und unterschreibt sie letztlich beide. Danach bringst du den Antrag zur Finanzabteilung und das Notebook wird bestellt. Klingt erstmal relativ einfach, oder? In größeren Firmen können aber mehrere solche Unterschriftsgrenzen existieren, sodass ein Antrag mehrere Abteilungen durchlaufen muss. In jedem Fall muss aber sichergestellt sein, dass die Unterschriftsgrenzen berücksichtigt wurden und der definierte Prozess korrekt durchgelaufen ist. Ich selbst habe schon Prozesse mit über 5 solcher Unterschriftsgrenzen gesehen, die abhängig von verschiedenen Startrollen unterschiedliche Prozessabläufe vorsahen. Das ist ein sehr gutes Beispiel, im Zuge dessen man über BPM sprechen muss. So einen Prozess erst einmal zu definieren und zu beschreiben, damit er für alle verständlich und transparent ist, ist schon eine große Arbeit. Anschließend muss man alle Sonderfälle definieren. Sollte zum Beispiel ein Abteilungsleiter ein Veto abgeben, könnte man über einen Bereichsleiter eskalieren und somit den Antrag dennoch freigeben lassen. In solchen komplexeren Fällen ist es oft notwendig, den Prozess zu digitalisieren, also mit Hilfe eines IT-Systems zu unterstützen. Schauen wir uns an, welche Schritte dabei zu gehen sind. Zur Beschreibung der Prozesse oder Workflows werden Business Analysten die Verantwortlichen befragen und einen Prozess grob skizzieren. Danach wird mit einem Solution Architekt eine Lösung diskutiert, mit welchen Technologien der Prozess umgesetzt werden kann und welche Schnittstellen dabei in Frage kommen. Danach könnte der Entwicklungsaufwand grob geschätzt werden und die Initiative bei den Verantwortlichen priorisiert und freigegeben werden. Als nächstes wird ein Team definiert und die Aufgabe aus einer Businessbeschreibung in die technische Beschreibung übersetzt, also auf einzelne Aufgaben heruntergebrochen. Es wird die erste Version, der sogenannte Prototyp, geliefert und mit einem der Betroffenen diskutiert. Parallel wird ein Change-Management-Prozess angestoßen, um alle am Prozess Beteiligten zu sensibilisieren, dass dieser demnächst anders ablaufen wird als bisher. Anhand von Prototypen
werden die Anforderungen verfeinert und weitere Versionen iterativ entwickelt, getestet und diskutiert. Irgendwann wird der Prozess fertig entwickelt und geht live. Vielleicht erkennt ihr schon ein Muster. Selbst Digitalisierung der Prozesse ist ein Prozess. Und auch diesen Workflow kann man optimieren und mit unterschiedlichen IT-Systemen unterstützen. Es gibt sehr viele Plattformen, die den einen oder anderen Teil der Prozesskette unterstützen. Dabei werden zum Beispiel Process Mining-Systeme dafür eingesetzt, die Prozesse zu erkennen und zu beschreiben. Die intelligenten BPM-Systeme, kurz IBPMS, dienen dazu, die Business-Logiken darzustellen und ablaufen zu lassen. Robotics Process Automation, kurz RPA, wird eingesetzt, um die Daten von einem System in ein anderes zu übertragen und wiederholende Aufgaben zu eliminieren. Digitale Unterschriften sorgen dafür, dass man keine Formulare mehr ausdrucken muss. Stichpunkt Nachhaltigkeit. Business Intelligence, kurz BI-Systeme, erstellen Dashboards zum Nachverfolgen von KPIs. Und natürlich wird an den unterschiedlichen Stellen auch künstliche Intelligenz, kurz KI, verwendet. Für alle diese Technologien gibt es mittlerweile Lösungen, die den Low-Code-Ansatz konsequent verfolgen und ermöglichen, mit gleichen Kapazitäten deutlich mehr Prozesse zu digitalisieren und zu perfektionieren. In Unternehmen gibt es sehr viele Prozesse, die auf Verbesserung warten. Viele hiervon mögen relativ komplex sein. Sehr viel mehr hingegen sind oft ganz einfach und bestehen vielleicht nur aus einem Formular, Dashboard und einer E-Mail-Benachrichtigung. Ohne Low-Code wäre es nicht möglich, diese Prozesse in absehbarer Zeit überhaupt anzugehen. Dabei würde dies dir aber einen großen Mehrwert bringen und deine Arbeit vereinfachen, damit du deine Energie auf kreative und spannende Aufgaben konzentrieren kannst. Auf diesem Kanal erkläre ich alle diese Technologien, was moderne IT heutzutage leisten kann und wie du davon profitierst. Wenn du das Thema interessant findest, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen. Schreib gerne auch einen Kommentar, welche Technologie dich am meisten interessiert. Ich bin Alexei, bis zum nächsten Mal.